Buenas. So, es regnet. Ich habe einen Plan dabei, unseren Pflanzenplan. Wir treffen uns jetzt gleich mit dem Gärtner. Das heißt, wir besprechen dann, wie wir der Eingangsbereich, welche Palme nehmen wir für die Straße und die Früchte. Das ist so heute unser erster Part, was wir machen. Genau, dann haben wir alle Früchte schon und die Straße haben wir fertig und der Eingangsbereich. Ja, und dann machen wir erstmal das fertig. Viel Spaß! Perfekto. Buenas, heute sind wir da mit dem Juan, unseren Gärtner. Und wir besprechen jetzt, oder wir haben jetzt gerade besprochen, welche Lapacho-Bäume wir hier einpflanzen und die Palme hier im Entrada-Bereich. Und der wird dann aber vollständig angelegt, wenn dann der Parkplatz und so weiter dann fertig ist. Wir gehen jetzt rein, besprechen jetzt, wie viel Palme machen wir an der Straße entlang und dann gehen wir rüber und besprechen dann, wie viel Zitrus, Obst und so weiter, Obstbäume wir brauchen, genau. Ja, dann gehen wir mal rein. Super, bis gleich. 2 metros en centro De la orilla. Sí. O sea que va a ser la dirección de este. Ajá, acá es. No puede 10 metros. Plantas 23, 3 enfrente y 10 acá y 10 acá. ¿Sí? Para 4. acá o acá. Así. No sé, es correctamente. Vereda siempre 4 metros. Also wir wollen brasilianische Kokosnüsse auf dem Grundstück haben. Die setzen wir aber ganz ohnehin, also dass niemand gefährdet wird. Und es dauert 2-3 Jahre tatsächlich nur, bis sie dann Früchte bekommen. So son grande. grande. Ja, also die große Kokosnüsse. Y especialidad con en La Habana. Banana. No, en La Habana, Cuba, ejemplo, Sí. Corta. corta y un poquito tomar, sí, y así con leche de coco Sí. y resto con ron de blanco. Y un día, y ese es loco. ¿Dónde es bajas? Allá. Ajá. Acá. Y estos son calle, lapachos. De la gobernación. Acá es un plano. ¿Dónde es palmera? Sí. Sí. Planta para Ah. Asunción. Para la otra semana más o menos. El dinero. Ajá. Acá no plantas, solo acá, todos acá, ¿sí? Donde es árboles, Sí. y palmera. Ese. Y yo tengo 4 papaya. Espérate. Brasil. 4, ¿cómo nosotros le decimos ese? Papaya. Mamón. Jetzt sind wir an einem Punkt, da habe ich immer am meisten Angst davor, meiner Frau zu erklären, was wir alles bestellt habe. Zweimal Drachenfrucht und, was war das andere noch, was wir uns aufgeschrieben haben? Feige, 2-mal Feigenbäume. Okay. Und dann ist das so okay? Ja. Puh. Gut. Dann warten wir auf die Lieferung. Und der Kranz wurde fertig betoniert. Und jetzt wird dann vorbereitet für die Bodenplatte. Da. Joachim ist auch da,
bei der Ina. Was machen wir heute, Ritter? Nach der Anschluss gucken, wo man Steckdose und die Sachen nochmal hat, Elektro. Genau. Elektrische Anschlüsse tun wir heute markieren. Heute noch hochgemauert. Da sind sie schon fertig. Ja. Und eingezeichnet haben wir auch schon, wo alles hinkommt. Und hier sind auch die Stützen schon fertig, oder die Pfosten von der Ritter ihrem Vordach für den Eingangsbereich. Und da ist dann das Dach. Sehr, sehr schön. Und hochgemauert sind sie auch fertig geworden. Gehen wir mal rein. Ja, alles fertig. Buen día. Ja. Ahora mucho lluvia en Enga. Hombre. Mucho lluvia en Enga. Und die Elektrik haben wir jetzt angefangen zu verlegen, also die Leerrohre. Da kommt der Sicherungskasten rein. Alles schön gerade oben und dann immer zur Steckdose. Also es ist auch so, dass das ab und zu, wenn jetzt hier die Steckdose ist, ja, so dann gezogen wird, um halt Material zu sparen. Aber alles sehr, sehr schön. Hier kommt die Küche hin. Und da haben wir auch die Leerrohre drin. Luz, ¿es listo? Luz, listo? Falta un. Solo uno. Okay, also das elektrische ist soweit fertig dann. Also die Leerrohre, ne? Gut. Und natürlich ist jetzt auch die Terrasse soweit fertig mit dem Boden. Es nimmt richtige Form an. Also wirklich schön. Ganz anders da. Ja, die Leerrohre haben wir jetzt nochmal besprochen gehabt, wo wir jetzt noch einziehen müssen, und zwar wegen der Klimaanlage. Das haben wir jetzt noch besprochen und auch für die Ventilatoren. Aber der Hugo denkt so viel mit, hat schon die richtigen Plätze gemacht. Also es kommt dann hier später ein Ventilator rein und hier, hier auch. Und es zieht wieder ein Wetter auf. Wir werden wahrscheinlich diese Woche nicht so viel arbeiten können hier draußen, weil bis Sonntag soll es regnen, ne? Bis Sonntag, ja. Und der Cäsar verbrennt die Lianen. Und das haben wir jetzt aus dem Baumstamm gemacht. Und das hat er freihändig, also ich kann es immer noch nicht glauben, aber freihändig mit der Motorsäge aus dem Baumstamm rausgeschnitten. Richtig toll gemacht. 6 Bretter. Und die verschenken wir jetzt dann. Aber wirklich toll gemacht. So, und dann haben wir noch die Frage gehabt im letzten Video, beziehungsweise im vorletzten Video. Ja, was so ein Haus kostet, beziehungsweise wie man das machen kann. Es gibt 3 verschiedene Arten. Die erste Art, ihr geht zum Architekt, beauftragt den Architekt, der sucht ein Bauunternehmer raus, ihr zahlt den Architekt, ihr müsst euch nicht um nichts mehr kümmern. Der kontrolliert die Materialien, also ist es so, dass dann die Materialien angeliefert wird. Das wäre dann dem Architekt seine Aufgabe, diese zu kontrollieren. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der kümmert sich dann eigentlich um alles. Das wäre dann die erste Variante und für mich, also für uns, was wir jetzt so mitgekriegt haben, die teuerste Möglichkeit. Die zweite Variante ist, ihr macht es so wie wir. Das heißt, ihr macht einen Pauschalbetrag mit dem
Bauunternehmer aus und zahle dann pro Quadratmeter Betrag X. Das heißt, bei 100 Quadratmeter mal, was weiß der nicht, 300 Euro beispielsweise, seid ihr bei 30.000 Euro schlüsselfertig. Extra Wünsche, also das heißt, wenn was Hochwertiges oder Höherwertiges eingebaut werden soll, wird dann gerade noch ein Aufpreis dann bezahlt. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist dann, ihr macht es selber, das heißt, ihr zahlt die Bauarbeiter nach Löhne, also das heißt nach Tageslohn. Hier in Paraguay bestellt eure Materialien selber, kontrolliert diese Materialien, das heißt, ihr bestellt die Dinger, die kommen angeliefert, dann müsst ihr sie zählen, ob sie stimmen und nach von der Qualität, ob es dann irgendwelche kaputte Steine zum Beispiel gibt. Und dann müsst ihr euch um alles kümmern. Das sind die 3 Optionen, was ihr habt in Paraguay. Wir haben aufgrund dessen, weil ich leider nicht jeden Tag rausgehen kann aufs Grundstück, haben wir uns entschlossen, das Ganze pauschal zu machen. Das heißt, wir haben einen Betrag X und der Hugo kontrolliert alles mit seinen Mitarbeitern, die Materialien, baue alles und so weiter und so fort. Genau. So, dann machen wir für heute Feierabend. Ich muss gerade rüber gucken, weil das Feuer wird immer größer, die Liane. Ich weiß nicht, ob man sieht. Hier, da. Genau. Und die Ina, da ist er. Genau. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.